Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 und an der Stelle natürlich vielen Dank, dass ihr nach wie vor mit am Start seid, wobei man ja wirklich sagen muss, still ruht der See im Battlefield-Franchise. Da gibt es nicht so wirklich was Neues an der Stelle, aber trotzdem steht irgendwie eine Season 3 vor der Tür, also darüber möchte ich mit euch ein bisschen quatschen. Das Ganze heute mehr oder minder frei von der Leber herausgesprochen, also kein großes Skript an der Stelle, kein großes, ja, wie soll ich sagen, das wird jetzt das Game bahnbrechend verändern und das ist super und das braucht Battlefield und bla bla bla, sondern einfach ein bisschen locker aus der Hüfte geschossen. Ich weiß, viele von euch sind vielleicht jetzt aktuell auch MW2 unterwegs. Auch ich habe mir das Spiel angeschaut und grundsätzlich hatte ich ja auch mal geplant, dass ich auch dazu Content machen möchte. Im Moment ist das aber aus mehreren Gründen nicht möglich und ich denke, der wichtigste ist, dass ich wirklich nicht so viel Spaß habe mit dem Spiel, weil ich da ganz einfach Probleme habe mit Dingen wie SBMM. Ich habe auch ein Problem damit, dass das Movement abgeschwächt ist. Ich habe ein Problem mit der Time to Kill. Also, dass einfach alles irgendwie in die Richtung entwickelt wurde, dass eben der Casual-Spieler oder der Sentinels heißen ja die Camper bei Activision da bevorteilt sind. Und ja, ich weiß nicht, da habe ich nicht so Bock drauf und wisst ihr selber, wenn man keinen Bock auf ein Game hat oder das noch nicht so fühlt, dann macht man natürlich auch keinen Content dazu, weil ja, ein bisschen Spaß soll ja die Content-Erstellung auch bringen. So, kurzer Exkurs zur Einleitung, ja, auch MW2-Statement. Da wird schon noch was kommen, aber jetzt im kürzeren Zeitraum eben noch nicht. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, um da auch ein ordentliches Fazit aufzuziehen und dementsprechend möchte ich heute mal ein bisschen mit euch über Battlefield sprechen. Natürlich Battlefield 2042, natürlich die Season 3, die uns bevorsteht. Angeblich ja laut Tom Henderson soll diese schon am 22. ins Spiel kommen. Ob dem Ganzen dann auch so ist, das werden wir, denke ich, alles sehen. Auch mit das Wichtigste an der Stelle wird sein, dass das Spezialistensystem überarbeitet werden soll. Also, dass es zwar keine traditionellen Klassen in dem Sinn geben wird, aber es durchaus wieder in die Richtung geht. Zumindest gadgetseitig, waffenseitig hat man immer noch die volle Auswahl. Also auch da gibt es schon die ersten Ableitungen, dass man sagt, okay, warum gibt es dann überhaupt noch einen Grund, zum Beispiel keinen McKay zu spielen, wo man einen Madpen mitnehmen kann, wo man Plates mitnehmen kann und dann durch die Gegend rusht. Also viel Spaß an der Stelle. Nichtsdestotrotz, wenn es der 22. wird, haben wir jetzt natürlich auch nicht mehr so viel Zeit, nochmal den Battle Pass voll zu machen. Und ja, die wenigen unter euch, die das Game vielleicht auch noch durchgrinden, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Am Ende seid ihr ja vielleicht auch schon fertig mit dem Battle Pass. Solltet ihr soweit schon sein, dann ja, GG an euch. Gerne holt euch den Applaus in den Kommentaren ab. Gibt es auf jeden Fall ein virtuelles High Five von meiner Seite. Ich bin noch nicht ganz durch, aber auch ich denke, ich werde es in jedem Fall noch schaffen, weil auch wenn ich immer, was soll ich sagen, so viel meckere ich gar nicht, aber beim Spielen meckere ich relativ viel über Battlefield 2042 und ja, das Spiel hat seine Probleme, aber auch wenn es relativ lange dauert, wird es peu à peu und Step für Step einfach besser und dementsprechend habe ich auch wieder ein bisschen mehr Spaß und halte mich dann doch auch wieder ein bisschen mehr, sofern es eben Arbeit und Privatleben zulässt, dann auch in dem Game auf und ja, das wird nicht mehr der Mega-Reißer werden am Ende des Tages, aber trotzdem haben wir vielleicht noch eine ganz ordentliche dritte und vierte Season und vielleicht dann auch so, dass man wieder eine vernünftige Absprungbasis für einen Folgeteil gemeinsam schafft, mit der Community schafft und deswegen ist es auch wichtig, dass man da immer wieder den Finger in die Wunde legt, dass man eben ein Desaster in einem potenziellen Folgeteil nicht wieder erleben wird, weil ich denke, da haben wir alle keinen Bock drauf, weil am Ende geht es ja nicht darum, irgendwie ein Game abzufeiern oder tot zu haten, sondern wir möchten doch einfach nur ein vernünftiges Battlefield haben, wo wir alle Spaß haben, wo wir unsere Only in Battlefield Moments haben und wo man mit den Mates auch wieder durchgrinden kann, weil das ist wirklich krass, wenn ich mich da an Battlefield 1, Battlefield 5 Zeiten erinnere, ja, wie viele Leute man da eigentlich am Start hatte. Also man hat wirklich schauen müssen, okay, jetzt bin ich in der und der Gruppe oder mit dem und dem Clan unterwegs und jetzt muss ich dem und den Jungs halt absagen, weil es dann nicht zusammenpasst. Also da hatte man wirklich Probleme, in Anführungszeichen. Mittlerweile, ja, kommt man noch ganz gut zurecht. Also ich finde schon noch ausreichend Leute, die Battlefield 2042 zocken, aber so dieses ganze Community-Feeling auch von früher, so das ist mittlerweile komplett verloren gegangen. Also eigentlich juckt sich da niemand mehr an dem Game und ja, da muss man schauen, was am Ende von diesem Franchise auch noch übrig bleibt. Auch
diese Punkte waren jetzt wieder maximal aus dem Kontext gerissen. Jetzt reden wir nochmal ein bisschen über Season 3. Was ist definitiv klar? Wir werden in jedem Fall eine neue Karte bekommen. Es wird einen neuen Spezialisten geben und natürlich wird es vielleicht nochmal ein oder zwei Fahrzeuge geben. Dazu ein paar altbekannte Waffen und mit Glück und Spucke, ja, irgendeine Map-Überarbeitung. Auch die werden ja noch fertiggestellt werden. Und wie gesagt, das angepasste Spezialistensystem. Wie sich das Ganze dann in Verbindung eben mit den, ja, einzigartigen Gadgets und wer die dann auch verwenden kann, spielen wird. Also ich glaube, da wird sich relativ schnell dann eine Meta in Richtung McKay herauskristallisieren. Der ist ja jetzt auch schon mit einer der stärksten Spezialisten überhaupt, wenn nicht der stärkste durch seinen Strafe Speed und naja, seinen Rabbling Hook, wo man sich einfach überall hinsippen kann. Also wir werden es uns natürlich ganz, ganz live und ganz knackig und in Kürze dann anschauen, wenn es soweit ist. Recht viel mehr gibt es an der Stelle nichts zu sagen. Also contentseitig werde ich natürlich noch meine Waffenguides fertig machen. Da habe ich auch schon wirklich einiges an Material aufgenommen, was ich euch auf jeden Fall noch in Videos reinpacken möchte, was jetzt Battlefield 2042 betrifft. Ich bin auch am Überlegen, wenn ich mir so meine Views anschaue, dann werden relativ viele Videos aktuell auch wieder aus den alten Battlefield 5 Zeiten angeklickt, wo ich mich dann auch regelmäßig ordentlich wegcringen muss von der Quali, aber auch da die Überlegung, falls ihr da Bock heute drauf habt, einfach nochmal ein Video zu Battlefield 5, vielleicht auch mal wieder Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 3, da sehe ich mich jetzt aktuell nicht mehr, also da würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal was machen wollen dazu, aber vielleicht Battlefield 1, Battlefield 5 mal ein bisschen. Also wenn ihr da Ideen oder irgendwas Spezielles sehen wollt, euch eine Challenge überlegen wollt oder whatever, dann packt auch mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, lange Zeit ist schon wieder vergangen seit dem letzten Video, aber auch ein bisschen Content geschuldet. Jetzt seid ihr zumindest auf dem aktuellen Stand, würde ich sagen. Und für alles andere wird es weitere Videos natürlich geben oder wir diskutieren das Ganze sehr gerne zusammen im Livestream. Dafür auch mal die Links in der Videobeschreibung auschecken. Twitch am Start oder gerne auch auf den anderen Social Media. Da auch gerne mal rein followen und ein bisschen Support und Liebe dalassen. In diesem Sinne würde ich sagen, wie immer, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.